Vermisst habe ich in meiner Kindheit nichts. Fällt mir wirklich nicht ein. Also ich habe alles gehabt. Die wirklich negativen Sachen sind zum Glück nie so negativ gewesen, dass man sie mittragen muss. Und auch das Gefühl davon, dass man sich noch wirklich daheim fühlt, also sozusagen Nestwärme, ja. Ich glaube, das ist schon ein sehr gutes Gefühl, um das mitnehmen und wissen, ich baue sozusagen auf einer guten Kindheit auf. Das ist irgendwie ein gutes Gefühl, finde ich. Ich bin Meret. Im Moment wohne ich in Hamburg, weil ich das Auslandssemester mache. Jetzt für mein Studium von daheim wegzugehen, ist eine mega spannende Erfahrung für mich. Ich habe das schon vor einem Jahr entschieden, dass ich sicher ein Auslandssemester machen will. Und ja, habe das wie so ein bisschen als Abenteuer irgendwie auch angeschaut und die Möglichkeit irgendwie auch einfach ergreifen. Und ich habe es nicht einmal bereut. Also es ist wirklich eine mega coole Erfahrung, einfach mal irgendwie wegzugehen von daheim, wenn es oder beim Gehen ein bisschen schwierig war. Es ist auch schön, wenn man merkt, dass man es auch so vermisst und sich auch wieder darauf freuen, heimzugehen, aber auch so eine neue Erfahrung zu machen, neue Leute kennenzulernen und mal halt ganz selbstständig müssen sich überall zurechtfinden in einer Stadt, die man überhaupt nicht kennt. So you boil it? Like, boil the water and then you grate it into the water. Put the teig in the thing. So take this and then put some in it, like this. Looks like Not too much. Looks like cake batter, like Kuchenteig, sagt man das? Und dann einfach so hin und her. Oh, it's So easy. weird. Als ich ankam, bin ich extra nicht am Hauptbahnhof ausgestiegen, sondern noch eine Station weiter bis Dammtor, weil du fährst dann ja über die Brücke. Super. Über die Kennedy-Brücke und dann siehst du eben die Alster. Ja, zwischen Dammtor und Das ist so Hauptbahnhof. schön, ja. Ja. Als ich das erste Mal das sah, gleich so das erste von Hamburg, als ich sah und ich war so im Zug, so wow. Ich will Pitch Perfect 2 schauen. Oh, ja. Merit. Ich bin aufgewachsen am Höfliweg 7, mit ganz vielen anderen Familien und Kindern. Und es war mega schön, um so aufzuwachsen. Irgendwie nicht nur mit meiner Familie, wo ich eine mega schöne Kindheit hatte, sondern auch mit, wie so, das ganze Haus war wie so eine erweiterte Familie auf eine Art, irgendwie, weil man halt so viel zusammen gemacht hat und die Kinder sich immer im Garten getroffen haben oder irgendwie man auch immer wieder zusammen in die Ferien ist oder so. Ja, es war wie so Family Extended irgendwie. Ich bin Sophia Möschlin. Ich wohne unter der Woche immer in Lausanne und am Wochenende bin ich aber oft gleich noch in Zürich. Ich bin aufgewachsen bei meinen Eltern, ganz normal, mit beiden. Meine Eltern sind immer noch zusammen. Was noch speziell war, ist, dass wir gemeinsam, also all die Familie von dem Haus, eine Kinderfrau hatten. Und sie ist
also während der Schultag bis auf den Freitag immer bei uns gewesen und hat uns Kinder gehütet, während die Eltern am Arbeiten waren. Ich habe es sehr cool gefunden, dass wir eine Kinderfrau hatten. Ich habe es auch meiner Mutter mal gesagt. Ich glaube, schon ganz klein. Sie hat mir mal erzählt, sie hatte ein schlechtes Gewissen gehabt. Und warum auch immer. Sie hat mich dann mal gefragt, ich war glaube 5 gewesen, wie es dann wäre, wenn jetzt jeden Tag Mama-Tag wäre. Und dann habe ich sie auf die Backe getätschelt und habe gesagt, nein Mama, also das dann schon nicht. Mir kommt jetzt gerade nichts Negatives in den Sinn, was ich Negatives mitnehme von daheim. Weil eigentlich wir alle immer gefunden haben, mit negativen Sachen versucht man umzugehen und man versucht sie nicht mitzutragen. Wie Caroline, die Mutter von Oliver, hat damals gesagt, ja, es gibt Wolkengeheimnisse und es gibt Sonnengeheimnisse. Und Sonnengeheimnisse darf man für sich behalten und Wolkengeheimnisse nicht. Ich heiße Nicola, ich wohne 5 Tage in der Woche in Davos im Internat und 2 Tage in der Woche in Zürich, also am Wochenende. Viele Leute haben ja, wenn sie Kinderfrau hören, ja ein gewisses, ich sage jetzt mal, nannyhaftes Bild im Kopf. Dem entspricht Evelyn in gewissen Sachen eben gar nicht. Das macht es so interessant. Also zum Beispiel, das zeigt sich schon daran, dass sie Wörter wie Nanny oder Babysitter überhaupt nicht vertreibt. Wenn man das gesagt hat, ist für sie immer klar, ich bin keine Nanny, ich bin eine Kinderfrau. Und ich weiss zum Beispiel noch, wo ich als Kind mal Mary Poppins gelesen habe. Das ist eigentlich die Bilderbuch-Kinderfrau. Und dort habe ich immer gedacht, die Evelyn ist das so gar nicht. Eigentlich in vielen Bereichen sogar ein bisschen das Gegenteil von ihr. Und trotzdem finde ich sie irgendwie so viel besser als das Mary Poppins-Bild, wo in diesem Buch war. Also die Evelyn hat nie etwas Süßliches oder Kitschiges oder etwas in diese Richtung an sich gehabt. Sie ist immer, zum Beispiel das äußert sich daran, dass sie zu uns nie in einer kindlich verkleinerten Sprache geredet hat. Du musst den Fullscreen dann noch machen. Ja. Hallo. Morning. Und wo ist der Oli? Ja, du, da sind wir jetzt auch gespannt. Der kommt mit 6 Stunden Zeitverzögerung rein. Hoi, Oli. Oh, die Tasse macht. Was machst denn du? Das ist meine Morgen. Das... Hast du auch eine Abendtasse oder was? Nein, das ist so meine 24-Stunden-Tasse. Können wir auch so eine üben, wenn wir auf Hamburg kommen? Ich würde die am liebsten mitteilen, das ist super. Wie viel scheinbar am Morgen? Dann lange sie den ganzen Tag, oder was? Hast du die am Flomi gefunden? Die war schon da. Aber es ist die einzige, die so gross ist. Ich schnappt mir immer die. Was meine Familie für mich besonders macht, ist, glaube ich, dass wir einfach so einen grossen Zusammenhalt haben. Irgendwie. Also, dass wir uns wirklich auch alles erzählen. Also, wir sind sehr vertraut, sehr nah. Etwas, was gut, aber auch ein bisschen nervend ist. Wenn irgendetwas ist, dann weiss das immer gerade schon die ganze Familie. Also, du kannst nicht jemandem etwas erzählen und die anderen erfahren das nicht. Es ist immer so, ich erzähle am Oli etwas und dann läutet die Mami an, was, das und das ist passiert, wirklich. Aber ich finde das irgendwie auch schön, weil sich halt alle so interessieren und es ist auch klar, dass man alles erzählt, ja, auch ganz persönliche Sachen.
in meiner Kindheit habe ich vermisst, dass ich nie einen Hund haben konnte. Oder ein Pony. Oder einen Tiger. Das wollte ich alles mal wollen. Ich habe auch alles mal durchgedacht. Ich hätte auch recht viel können haben. Ich hätte Hasen haben. Die hätte ich mit allen Kindern vom Haus teilen, weil die im Garten waren. Das wollte ich nicht. Ich wollte einen Esel haben. Das war dann nicht so realistisch. Ja, das habe ich sehr vermisst als Kind. Ich wollte wirklich einen Hund. Ich hatte dann irgendwann Mäuse. Das ist auch gegangen. Am Höfliweg hat es wie in jedem anderen Haus, wo verschiedene Partien drin wohnen, immer wieder Schwierigkeiten gegeben. Zum Beispiel Kinder untereinander. Wenn man sich mit den Nachbarn an einem Punkt nicht gerade einig ist und etwas ausdiskutieren muss. Die grösste Schwierigkeit, die ich mich selber daran erinnern kann, ist, wo ein Streit damit geendet hat, dass eine Partie aus dem Haus ausgezogen ist. Das hat mich recht erschreckt damals, weil ich nicht gedacht hätte, dass das am Höfliweg möglich ist. Also für mich ist das etwas sehr Stabiles gewesen, also ein stabiles soziales Netz, wo jeder Erschütterung standhalten würde, wo immer wieder Probleme standgehalten hat. Aber da ist man halt an einem Punkt gekommen, wo die Diskussion so verfahren war, dass vor allem die beiden Partien gefunden haben, da gibt es wie keine Lösung. Und die Familie, die dann ausgezogen ist, für die ist dann klar gewesen, so wie sich die Situation jetzt darstellt, mit der können wir halt nicht mehr weiter umgehen. Und ist dann halt ausgezogen. Und das hat mich verschreckt. Mein erster Besuch am Höfliweg war 3 Mütter mit 6 Kindern. Dann hat der Oliver mich sehr früh konfrontiert mit Aufklärungsbüchern. Am ersten Tag. Und der Nicola hat noch eine Verletzung gemacht, wo er fast das Auge verloren hat. Und das war mein erster Besuch am Höfliweg. Ich habe mich entschieden, den Job am Höfliweg anzunehmen, weil es gestimmt hat für mich. Weil ich es sehr spannend fand, dass ich die Kinder daheim betreue. Weil wenn man die Kinder daheim betreuen kann sie ein soziales Umfeld aufbauen. Und mir denkt, das hat der Höfliweg sehr gut gemacht, dass man zu ihnen heimgeht, die Kinder betreuen. Es gibt sehr eine intensive Beziehung zu den Kindern, weil man sie auch betreut, wenn sie krank sind. Die grösste Schwierigkeit bei meiner Arbeit ist immer noch, dass ich den Anspruch an mich selber habe, dass ich schaue, wie ich in dieser Gruppe bin. Ich muss immer schauen, dass ich die Sache, die ich mache, auch mir selber zuschauen kann, damit ich neutral bleiben kann. Also ich muss immer schauen, dass ich die Situation nochmal hinterfrage, was ich mache. Vermisst habe ich manchmal einfach, als ich klein war, dass ich sagen kann, ich gehe jetzt alleine aufs WC. Das habe ich der Mama fast ein bisschen vermisst. Dann sind die Mama vor der Tür gehockt und haben durch den Spalt durchgeschaut. Also, sie können zurückziehen. Das war manchmal streng. Hallo. Hallo. So, und da erst heim. Ah, bin müde. Oh, ich auch. Was gibt's zu essen? Oh, ich weiß es nicht. Ich bin auch gerade erst heimgekommen und schauen, was es hat. Okay. Ich glaube, ohne die Lösung am Höfliweg hätte ich und hätten wahrscheinlich viele in diesem Haus nicht den beruflichen Weg machen können, den sie später gemacht haben. Weil was ich sehe bei ganz vielen, gerade bei denen, die in einem
komplexen Arbeitsfeld tätig sind, weil sie selbstständig sind, unregelmäßige Arbeitszeiten haben oder so wie Nada und ich einen Beruf haben, der zeitlich sehr fordert, wo man auch viel unterwegs ist, wo nichts einfach die Routine ist, wo jeden Tag wieder ein bisschen anders aussieht. Da scheitern ganz viel daran, dass einfach die Rahmenbedingungen schwierig sind, dass man halt zum Beispiel eben die Betreuung für Kinder nicht so kann gewährleisten kann, wie man es gerne hat. Oder dass man einfach schlussendlich den Battle rührt, weil es einem zu viel wird. Wir haben, als wir eingezogen sind, ja am Anfang einfach die Idee gehabt, wir einander gegenseitig entlasten und die Kinder gehen in den Hort oder in die Krippe am Anfang und haben dann gleich festgestellt, das ist immer noch ein Getz und ein Gestör, am Morgen, dass sie rechtzeitig dort sind, am Abend, dass wir rechtzeitig dort sind, um sie abzuholen in der Krippe von der Arbeit und so. Und dann haben wir eine Kinderfrau gesucht und wir haben die Evelyn gefunden. Und die Evelyn ist, glaube ich, so quasi wie ein bisschen das Herz von dem ganzen Haus geworden, weil sie ist dann die da war, die Kinder betreut hat. Und wir als Eltern haben, glaube ich, manchmal fast ein bisschen aufpassen, dass wir noch nachkommen in der Dynamik des Hauses. Weil man muss sich natürlich vorstellen, wenn die Evelyn, vor allem als Kinder in der Schule sind, wenn die heimgekommen sind, am Mittagstisch gehockt sind, alle zusammen, dann ist das grosse Diskutieren losgegangen über was alle beschäftigt, mit wem hat man in der Schule gestritten oder hat etwas besonders Schönes erlebt, was hat man gemacht. Wenn wir zusammen heimgekommen sind, ist das manchmal fast so wie gegessen gewesen. Sind so Krankheitserlebnisse eigentlich. Das ist so das, was am meisten dann irgendwie einem erwadelt als Erwachsene und als ältere Person. Also Sophie mal einen Fieberkrampf gehabt, ist so blau angelaufen und hat nicht mehr geschnauft. Das war das Nummer 1 gewesen. Zum Glück hat sie dann weiter geschnauft irgendwann. Und Noemi ist immer ganz, ganz fest krank geworden, so eine virale, heftige Krankheit und ist dann im Spital lang und so und ist dann wie ein Faden, dünn und fast total untergewichtig heimgekommen. Und dann, das ist dann schon sehr existenziell, wo man auch merkt, dass dann eben die Kinder wahnsinnig nahe an einem sind und dass man sie gar nicht gerne würde lassen. Dass die Kinder jetzt wegziehen, ist für mich ein natürlicher Prozess und es ist eigentlich auch gut, dass es jetzt für mich verschiedene Formen von dem Ausprobieren oder Testen gegeben hat. Also sie sind mal in einem Auslandssemester oder Sprachaufenthalt gewesen, sind aber immer wieder heimgekommen und sind jetzt daran, eigentlich so definitiver wegzugehen. Und durch das wir relativ einen regen Kontakt zu den Kindern haben über Skype oder FaceTime, empfinde ich es gar nicht so, dass sie weg sind. Ich bin ganz konventionell aufgewachsen, ich bin vom Land aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Ich war das jüngste von 5 Kindern. Durch das, laut Aussagen von meinen Geschwistern, auch verwöhnt worden, weil ich nicht nur von den Eltern, sondern auch noch von meinen älteren Geschwistern verwöhnt worden bin. Ich habe mein einschneidendes Erlebnis in der Kindheit war, dass mein Vater gestorben ist, als ich 80 war. Und meine Mutter uns nachher quasi allein hat müssen durchbringen, aufziehen, Geld verdienen und so weiter. Was einerseits sehr prägend war, aber vielleicht nicht nur negativ, wie das die Leute dann, annehmen. Natürlich, es ist das erste Mal die ganz grosse Katastrophe, die über eine Familie einbricht. Und auf der anderen Seite hat es unsere Familie auch extrem zusammengeschweißt. Aufgewachsen bin ich bei meinen Eltern. Meine Eltern waren Gestalter. Also meine Mutter war Fotografin und mein Vater war Grafiker. Und wir haben im obersten Stock zu Winterthur in einem riesigen, so eine Art Reihenhaus gewohnt, das aber ziemlich nicht so edel war, sondern eher ein bisschen baufällig fast schon. Nein, baufällig ist ein bisschen übertrieben. Aber im Dachgeschoss hat es ein riesiges Atelier gehabt und das war eigentlich mein Aufwachsort.
Ich bin selber ganz anders aufgewachsen, als wir es jetzt hier am Höfliweg haben. Ich komme aus einer Scheidungsfamilie, und zwar aus einer ziemlich schlimmen Scheidungsfamilie. Meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen. Ich bin alleinerziehend aufgewachsen, musste sehr früh selbstständig sein, habe eigentlich wenig behutsame oder fördernde Umgebung erlebt und also jetzt nicht eine sehr erfreuliche, schöne Jugend oder Kindheit gehabt. Evelyn hat in einem Kinski geschafft, in einem freien Kinski früher, und hat sich da von Anfang an gerade ganz wohl gefühlt mit den Leuten bei uns. Und das hat man dann auch gut gemerkt, und die Kinder haben höchstes Vertrauen bekommen. Also wenn man sich fragen würde, ob jetzt Evelyn da erfolgreich gewesen wäre, kann man sagen 100%. Weil sie hat also eigentlich alle möglichen Vorstellungen, die wir hatten von dem Zusammensein, hat sie übererfüllt, weil es ist eine Art des Zusammensein entstanden, wo wir in dieser Art eigentlich uns gar nicht haben vorstellen vorher. Also wir haben sie angestellt als eine Kinderfrau für ganz kleine Kinder, und dann haben wir uns nicht vorstellen, wie das wird, wenn die in die Primarschule gehen oder wenn dann die ins Gymi gehen oder in die Oberstufe. Also, oder ob wir dann noch sie sind ja dann zusammen einmal in die Ferien und haben irgendwelche Ausflüge gemacht. Und so Sachen haben wir uns gar nicht vorstellen am Anfang. Und insofern ist es ja einfach das Glück gewesen, dass wir so zusammen das Projekt über x Jahre, ich weiss auch nicht, 17 Jahre genau, jetzt ist an der Neuen, kann man es ja messen. Das ist ja eigentlich unglaublich, also von daher toll. Als Evelyn aufgehört hat, am Höfliweg zu arbeiten, war es für mich zuerst mal ein mega Schock gewesen. Und zwar nicht, weil ich mir das nicht vorstellen konnte oder weil ich nicht gewusst habe, dass das einmal passiert, aber auch, weil ich realisiert habe, dass so eine mega, mega schöne Zeit vorbeigeht und ich einfach nicht wollte, dass Evelyn nicht mehr da ist. Als Evelyn aufgehört hat, war natürlich schon auf eine gewisse Weise eine Ära vorbei gewesen. Also, einerseits, das ist oberflächlich, habe ich gewusst, aber jetzt gibt es nicht mehr jedes Mittag etwas tiptop gekocht. Einmal, als sie mir angerufen hat, war wirklich so ein bisschen mein Semesterende und ich hatte es so streng gehabt. Und ich wollte unbedingt Evelyn sehen, und sobald sie mir angerufen hat, habe ich wirklich gar nicht mehr reden. Ich habe gerade anfangen zu brüllen, weil ich sie so vermisst habe und ich so in einer dummen Situation war und ich konnte ihr gar nicht erzählen, wieso. Und es war mega peinlich. Ich war wirklich mitten in der Schule, wie ein kleines Kind, und ich konnte einfach nicht mehr reden, und das war mega schlimm. Aber auch irgendwie schön. Ich vermisse sie also wirklich recht fest. Als Evelyn aufgehört hat zu arbeiten am Höfliweg, war es für mich nicht so eine grosse Veränderung gewesen, weil sie ja jetzt bei uns, bei den Mendelins, nicht so lange immer noch gekommen ist wie bei den anderen Familien. Also es war schön, sie immer mal wieder eben im Stegenhaus irgendwie kurz zu sehen und mit ihr zu schwätzen. Das war eigentlich das Einzige, wo ich gemerkt habe, dass sie nicht mehr da ist. Aber sonst war es nicht so ein grosser Schritt, weil ja, früher haben wir sie immer gesehen, aber irgendwann haben wir sie dann ja nicht mehr. Also hat sie nicht mehr auf uns geschaut, eigentlich, weil Mama und Papa ja im Büro dann waren. In Zukunft? Kinderbetreuer und Nähen, ja. Und mit Halbzeit. Ja. Leben. Mhm. Mhm. Und weiterhin Kind vom Höfliweg, ab und zu gesehen. Und die Erwachsenen. Ich hatte schon mal eine Vorstellung, es wäre eigentlich noch lässig, wenn wir hier alle alt werden zusammen. Oder? Wir haben immer gespöttelt, wenn die Evelyn dann aufhört als Kinderfrau, kann sie gerade als Alterbetreuerin anfangen und uns dann anfangen zu pflegen und im Rollstuhl auf den Balkon rausstellen und Essen füttern und so, wie sie das ja kennt. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Nicht nur, weil die Evelyn dann auch andere Pläne hat, eben, sondern weil einige von uns jetzt bereits gesagt haben, wir gehen, die Wohnungen, so, das ist nicht mehr das, wo wir uns vorstellen, dass wir das brauchen in den nächsten Jahren. Und das finde ich aber auch gut. Also ich denke, das grosses Problem, das wir heute ja haben, ist,
dass viele Leute in diesen Wohnungen oder Häusern, die sie mal gekauft haben, bleiben hocken. Und dann manchmal allein eine Person in einem riesen Haus ist und eigentlich gar nicht glücklich ist damit, aber es gibt gar keine anderen Lösungen. Als nächsten Schritt in meinem persönlichen Leben gibt es einen Wechsel in der Wohnwelt. Also Antonia und ich haben beschlossen, dass wir eine neue Wohnung haben wollen. Und zwar eine Wohnung, die auch ein bisschen alterstauglich ist. Nicht, dass wir uns total alt fühlen, sondern dass wir eigentlich das Gefühl haben, das ist jetzt wie eine Chance zu dem jetzigen Zeitpunkt, ein guter Zeitpunkt, um einfach zu wechseln. Wo wir frisch und munter sind und irgendwie finden, das machen wir jetzt, dann machen wir nochmal etwas ganz Neues, einen spannenden Abschnitt im Leben nochmal. Ich freue mich darauf, hier auszuziehen, weil es ist ein weiterer Schritt zu einem neuen Projekt, so wie wo wir hier hingekommen sind und den Höfliweg gegründet haben. Es ist lässig, dass man wieder bestimmen kann, wie man das haben will. Und es ist eine neue Erfahrung. Das prägt eigentlich unser Leben, dass wir immer weitergehen und uns weiterentwickeln. Wenn es eine Lösung gibt, dass da in ein paar Jahren wieder total viel Leben drin ist und wie wo wir da sind, der Garten wieder voll ist mit kleinen Kindern und ein Mais ist sozusagen, dann würde mich das sehr freuen. Ja, das ist doch ein super, gell? Das kannst du da trinken. Magst du auch? Gell, Vera? Wir sind begeisterte Bewohner von unserer jetzigen Wohnung. Wir haben jetzt aber auch herausgefunden, dass das durchaus eine gute Chance ist, dass man so eine Wohnung, die eine total lässige Familienwohnung ist, wieder an eine andere Familie übergeben kann. Du Merit, wie macht's Röstli? Wie macht's Röstli? Hä? Gut. Und wie macht der Hund? Wie macht der Hund? Hä? Wie macht der Hund? Ja. Und wie macht das Häsli? Gut. Und wie macht das Bienenli? Gut. Also die Geburt selber war natürlich ein riesen Erlebnis bei beiden. Aber dann gibt es immer wieder so kleine Momente, die einfach wunderschön sind, wo einem so stolz machen auf sie. Ich mag mich gerade erinnern, diese Woche hat uns Oliver ein Foto von einem Visitenkärtchen geschickt, wo eidgenössisches Departement drauf steht mit seinem Namen. Und ja, da wird man einfach mega stolz und denkt, wow, das sind meine Kinder.